Wir sind wieder auf der Autobahn unterwegs, aber dieses Mal nicht mit dem Skoda, was ihr vielleicht am Meeresrauschen im Hintergrund schon bemerkt habt, sondern Autobahn im dritten Gang. Autobahn im dritten Gang. Den Irschenberg. Nicht unbedingt den 80er, der erlaubt wäre, ein bisschen langsamer, aber das macht nichts. So. Wir sind die nächsten Tage im Legoland, liebe Freunde. Ja. Und zwar die nächsten 4 Tage am Campingplatz. Wir sind sehr gespannt drauf und wir haben uns gedacht, wir nehmen euch einfach einmal ein bisschen mit, zeigen euch, was wir so erleben. Campingplatz, Legoland, Minigolf, was auch immer alles kommt, und wir nehmen euch da immer wieder mal mit, wenn es was Interessantes gibt. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier den Berg raufkommen. Ich wollte gerade sagen, Christoph ist besser, wenn er einfach nur fährt, denn sonst halten wir den ganzen Verkehr auf in Richtung Legoland, und das wollen wir natürlich nicht. In dem Sinne, wir werden noch ein Zeitl unterwegs sein, aber dann sehen wir uns ja hoffentlich bald im Legoland bzw. am Campingplatz. 75 years later. Wenn man im Legoland einen Aufenthalt gebucht hat, genauso wie wir, bekommt man einige Tage vorher so einen Zettel, wo alle Reiseunterlagen draufstehen, und da ist dann im Normalfall auch ein Code drauf, mit dem man direkt reinfahren kann, jedenfalls in den Campingplatz, ohne zur Rezeption zu gehen. Wir werden das jetzt gleich mal ausprobieren, ob das funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, wisst ihr, es geht doch nicht. Guten Tag, wir sind schon drin. 5 minutes later. So, etwas später, und wir haben uns jetzt hier ein wenig häuslich eingerichtet. Es ist übrigens extrem windig hier heute. Hoffentlich wird das besser, sonst fliegt uns noch die Markise davon. Die anderen sind wie immer schon gegangen und ich werde wieder zurückgelassen. Aber wir werden uns jetzt mal auf den Weg ins Legoland machen. Campingplatz filmen wir vielleicht morgen dann nochmal, damit ihr auch sehen könnt, wie dort die Toilettenanlagen und alles so aussehen, falls ihr hier mal sein werdet. Es gibt auf jeden Fall hier vom Campingplatz und auch von den Hotels einen mehr oder weniger exklusiven Zugang ins Legoland. Von dort melden wir uns dann wieder. Bis gleich. Und wir sind schon herinnen im Legoland. Wie ihr wisst, kann man, wenn man im Feriendorf wohnt, dort hinten beim exklusiven Eingang reingehen. Und wir haben sogar noch so ein HIP-Gutscheinheft bekommen, weil Tim ja dieses Mal mit ist. Wow, es ist echt extrem windig. Einmal gratis Löffelbox und einen Geschenkgutschein für was auch immer der ist. Wir werden jetzt mal eine Runde drehen. Ich glaube, es ist jetzt Essenszeit. Rita hat Hunger und melden uns dann von dort wieder. So, wir sind jetzt schon ein paar Meter weitergegangen. Es hat eine kurze Unterbrechung gegeben, weil Rita nämlich ein Telefoninterview mit Live-Radio hatte. Die haben nämlich zum 90-jährigen Lego-Jubiläum einen Beitrag von uns gewollt, und da hat Rita am Telefon einen ruhigen Ort gesucht. Wir sind jetzt weitergegangen, weil wir beim Stars Restaurant was essen möchten, und wir sehen heute, 10. August 2022, das Legoland ist ziemlich belebt, allen voran natürlich hier bei den Wasserattraktionen, aber auch dort hinten bei den großen Rennen sieht es ziemlich geschäftig aus. Wir werden dann nachher mal die Wartezeit für euch in Erfahrung bringen. Wie gesagt, Rita steht dort irgendwo in der Schlange. Es dürfte noch ein wenig zu warten sein, bis der Tisch für uns verfügbar ist. Aber ihr schaut mit mir nach rechts bei der Icebox. Da stehen die Leute auch bis hinten dort, wo die Toiletten sind. Das heißt, wir warten einfach ein bisschen. Und ich habe die Gunst der Stunde genutzt, um mal ein bisschen was zu filmen. So, ich habe leider schon was stibitzt von dem Salat, aber ich habe mir den Gartensalat mehr gegönnt und muss sagen, er ist so gut. Meine Mutter meinte übrigens, dass das Kartoffeln sind. Nein, es sind Mangostreifen. Mit Garnelen, schmeckt sehr gut, und dazu natürlich ein köstliches Getränk in einer wunderbar sommerlichen Farbe. Ich esse heute das Deep Roast Beef Steak. Ein kurzer Abstecher in das Legoland Outlet, wo wir letztes Mal fast nichts gekauft haben. Ich weiß nicht, wie heute das Angebot ist. Tassen auf jeden Fall nach wie vor erhältlich um 4,99 € mit eurem Namen oder diversen Aufschriften. Dann haben sie heute hier, und die gab es, glaube ich, letztes Mal nicht gegeben, ein paar verschiedene Brickheads und auch diese
Brick Sketches, wobei ich nur Mickey und Minnie Maus sehe. Trolls nach wie vor hier. Bin schon gespannt, ob sie die jemals abverkaufen werden. Und Video natürlich. Dann haben sie wieder von den alten Zügen was bekommen. Und jede Menge Super Mario Sets von den ausgelaufenen Serien, also der, nennen wir sie mal, Vor-Luigi-Zeit. Dann sehe ich hier schon jede Menge so Container für Steine. Die sind preislich eigentlich ganz okay, weil die bekommt man nämlich sonst auch nirgendwo viel günstiger. Und Duplo, hier hat sich, glaube ich, nicht viel getan. Also wenn ihr mit euren Kleinen unterwegs seid, könnt ihr hier natürlich, wie ihr schon wisst, auch um 3,99 € diverse Duplo-Steine einkaufen. Genauso wie, was vielleicht interessanter ist, Figuren und Tiere, die aber einzeln zu bezahlen sind. Eine Figur 2,49 €. Und hier haben sie heute extrem viel Kleidung. Da ist Oliver Schuhe, Jacken, dürfte schon für den Winter sein. Hier dieser Container ist auch noch gut gefüllt. Es sind heute viele normale Steine drinnen, viele Bricks. Da müsst ihr gut rechnen, denn für 7,99 € für 100 Gramm ist das bei den meisten Steinen wahrscheinlich nicht allzu billig. Es gibt auch nach wie vor diesen Sale hier bei den Kleidungsstücken 2 bezahlen und 3 kaufen. Da werden wir vielleicht Tim auch was mitnehmen, ich weiß es noch nicht. Und da hinten noch ein paar weniger Leute sind, dann schaue ich dort auch noch hin und dann haben wir auch das Schnäppchenzelt angeschaut. Und Rita hat schon wieder was gefunden. Ja. Und hier an dieser Aktionswand haben sie heute Stifte, diverse Plüschtiere. Und dann gibt es ja noch so diverse Kofferanhänger hier mit Joker und Han Solo mit dem Millennium Falcon um jeweils 4 €. Ein Schlüsselanhänger mit New York, den finde ich auch sehr interessant. Harry Potter und Monkey Kid auch 5 € regulär, 4 € Aktionspreis. Wobei ich das nicht ganz so günstig finde. Nach wie vor erhältlich diesen Lego Movie 2 Koffertag für 1 € und diverse Notizbücher, weil es wahrscheinlich die Schule wieder beginnt. Das sieht auch interessant aus. Was ist das? Von Friends. Ein Pocket-Set mit natürlich einem Tier dabei. Und Einkaufstaschen haben wir da drüben. Ich hätte gern das mitgenommen für einen Kipplaster. Ich weiß nicht mal, ob ihr Rita versteht, weil sie ihr Mikrofon natürlich wieder nicht eingeschaltet hat. Aber bitte, red mal. Ein Kipplaster hätte ich gerne gemacht, aber leider ist das Teil, das da hineinkommt, nicht da. Aha, Das nehme ich dir mit. auch gut. Traktor geht immer. Ein Fixpunkt bei diesem Aufenthalt wird sein der Boogie Woogie mit den Boogiebären. Also wir sind schon gespannt am 13. August, 11:30, 13:30, 15:30, vielleicht eher 11:30, da ist vielleicht noch nicht ganz so heiß. Sonst wird der Boogie Woogie eine heiße Partie. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind wieder mal im Legoland unterwegs. Es ist unglaublich, meine Lieben. Es ist schon lange her, dass so viel los war. Das ist allerdings richtig. Und ja, begrüßt haben wir euch ja heute schon, aber wir haben euch noch gar nicht unsere Pläne verraten. Wir sind ja jetzt mehrere Tage hier am Areal. Heute einen Halbtag, dann 3 ganze Tage und dann am Sonntag wahrscheinlich auch nochmal entweder einen halben oder einen ganzen Tag. Und wir wollen euch einfach ein bisschen mitnehmen hier, zum Beispiel jetzt durchs Miniland, was wir hier so erleben, was hier so los ist. Heute ist ein sehr geschäftiger Tag, viel los hier. Es ist auch ziemlich warm. Ihr seht, Rita hat gut gegessen, sie ist wieder glücklich. Und, das musste leider sein, Leute. Ohne Essen geht gar nichts. Outlet hat es eher weniger gegeben, nur einen kleinen Duplo-Traktor für Tim, den er jetzt schon bekommen hat. Wir sind auch dieses Mal das erste Mal mit Kind unterwegs, das heißt, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Tipp, was man so mit kleinen Kindern hier machen kann. Und wir werden jetzt weiterschauen in den großen Lego City Shop, wo es wahrscheinlich die August-Neuheiten gibt und im Anschluss dann wahrscheinlich auch noch in die Fabrik. Also seid gespannt. Bis dann. Diese Frau hält leider nicht, was sie verspricht. Sie hat jetzt gerade groß vom Einkaufen gesprochen. Und wo ist sie? Natürlich gleich wie bei uns in Wild City beim Faulenzen.
Rita? Also ich will ja nicht sagen, aber das könnte man eigentlich beibehalten, diese Sitzgelegenheit. Ich stelle mir das auch unter diesen Lichtern sehr romantisch vor. Wir haben auf jeden Fall hier jetzt im hinteren Bereich des Minilandes, wir sind hier, mal einen kurzen Schwenk machen, lauter so Lounge-Sesseln montiert und das ist sehr praktisch, weil ihr ja uns immer wieder fragt, wo man sich im Legoland hinsetzen kann und ob Also es da Sitzmöglichkeiten gibt. Ich würde das nicht Sitzen nennen, das ist schon Deluxe-Sitzen. Also so komfortabel. Weiter so, Legoland. Hier, ich gehe einkaufen. Tschüss. Rein in den City Shop, wo heute wieder einiges los ist. Schaut euch mal die Schlange hier an der Kasse an. Unglaublich. Und ihr habt ja schon diverse Videos von uns hier gesehen. Hoffentlich zumindest. Wir haben natürlich unsere Augen gerichtet auf die Neuheiten, wobei ich glaube ich bei City hier falsch bin. Züge haben sie auf jeden Fall beide, Güterzug und Passagierzug, wenn ich das richtig sehe. Dann auch die Farm-Sets. Speziell dieses hier können wir wärmstens empfehlen um 15 €, weil einfach der Baum und das Tuk-Tuk super sind, aber auch die anderen Sets hier, beispielsweise mit den Schäfchen. Schauen wir vielleicht mal in die Ecke, die euch meistens interessiert, mit den, Rita ist bei den Captain Bus Sets, die habe ich auch bei Müller schon gesehen in der letzten Zeit. Auch wegen der Katze, die ist so süß. Wir haben den Film noch nicht gesehen, aber wir haben gesehen, dass es ihn auf Disney Plus gibt. Ja. Also cool sind die Sets auf jeden Fall. Aber wie ich schon das letzte Mal hier gesagt habe, irgendwie fehlt mir noch ein großes Set. Also nicht, dass ich ein Fan von 100 € und jenseits davon bin, aber so ein großes Set, so eine Weltraumstation oder so, die würde hier, glaube ich, noch ganz gut passen. Das hier ist neu, wenn ich mich nicht täusche, dieses Friends Apartment 150 Jazz Quartett. Also bringen ja so viele Sets raus in letzter Zeit. Unglaublich, was Lego da rausballert. Dann haben sie auch, wie könnte es anders sein, die neue Achterbahn, 400 €. Atari natürlich auch am Start. Schauen wir hier mal weiter. Jetzt haben sie hier die Super Mario Sets. Ich glaube, das war letztes Mal noch anders. Hier war alles voller Star Wars. Das ist neu. Peach Super Mario Sets. Einmal mit diesem Schloss und mit Kamek. Ich glaube, da wird Rita schwach werden. Und auch diese neuen Sammelfiguren, die jetzt in diesen Kartons drinnen sind, dass man sie nicht mehr erfüllen kann. Und vielleicht auch ein bisschen nachhaltiger. Dann haben wir hier natürlich auch Peach, das Starter-Set mit unserer Frau Kollegin, aber die Sets würden wir euch ehrlich gesagt nicht empfehlen, dass ihr die hier kauft. Zum Listenpreis ist das alles andere als interessant, genauso wenig wie ihn hier. Schönes Set vielleicht, aber um 400 €, den gibt es woanders deutlich günstiger. Rita ist immer ein Fan von diesen kleinen Sets hier, diesen Blister Bags oder wie auch immer die heißen, die gibt es fast nirgends, kosten immer so um die 15 €. Minions haben sie überhaupt noch relativ viel hier, auch die Figuren unten. Schauen wir aber mal weiter zu den Creator Expert oder Icon Sets, wie sie jetzt heißen. Also den Atari habt ihr ja schon gesehen, macht jetzt viel los. Dann gibt es hier auch, soweit ich sehe, die Ritterburg. Da wurden wir ja schon oft gefragt, ob die erhältlich ist. Die Antwort ist ja. 400 ist auch momentan exklusiv nur bei Lego erhältlich und auch diesen Transformers-Typen haben sie. 170 €, also das ist schon einiges. Wo sind wir jetzt? Aha, Lego Namenstasse. Also da würden wir euch ganz ehrlich empfehlen, dass ihr da bei, also die Namenstasse kostet übrigens 8 €, dass ihr da bei dem Outlet vorbeischaut. Das sind die Tassen dieselben, nur mit gelber Bedruckung hier und kosten die Hälfte, glaube ich. Dann haben sie natürlich alle Modular Buildings, alle Fußballstadien. Rita hat schon wieder was gefunden und sie hat ihr Mikrofon schon wieder nicht eingeschaltet. Weil wir machen das jetzt einfach mal auf die alte englische. Ich habe einen, wie sagt man da, so eine Süßigkeitentasche für Tim für Halloween. Ja, zeig sie noch mal her, wir haben jetzt mit. Sieht doch mega aus.
Ich frage mich zwar schon, was ein Einjähriger eine Süßigkeitentasche braucht, aber von mir aus, oh, diese Rucksäcke sind ja aber mal mega nice. Hat es die schon gegeben? Auch nicht. Sieht super aus. Also wenn Tim mal im Kindergartenalter sein sollte, dann würden wir sowas auf jeden Fall brauchen. Ja, wir sind jetzt schon mitten im Duplo-Segment. Auch Captain Bass ist hier mit dabei. Warum nicht? Ich glaube zwar nicht, dass der neue Bass-Film ein Kinderfilm, also für kleine Kinder speziell ist, aber warum auch nicht? Als Sechsjähriger kann man den auf jeden Fall mal anschauen. Und neue Mickey Mouse Ritter-Sets, die habe ich auch noch gar nicht gesehen. Lego macht also allen Ernstes immer mehr jetzt in Richtung Mittelalter, was wir sehr begrüßen. Hinten bei Harry Potter, glaube ich, brauchen wir nicht hingehen. Da haben wir beim letzten Video schon alles gezeigt. Sie haben natürlich hier das komplette Sortiment. Das heißt auch, wenn ihr schaut, Grimmauld Place, den es sonst ja nur direkt bei Lego in den Stores und online gibt. Aber wie gesagt, die Sets sind alle zum Listenpreis erhältlich und das ist eher weniger interessant. Hier in dieser Ecke ist Friends, falls ihr was von dieser Themenserie braucht. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt noch mal dort rüber, weil dort sind noch Ninjago und Monkey Kid, wenn ich mich nicht täusche. Hier gibt es natürlich auch jede Menge Merchandising. Ich glaube, hier haben sie aber nicht viel Neues, wobei ich dieses rosane Schwert mit dem Schild bis jetzt noch nicht gesehen habe. Auch hier ist also wieder jede Menge los und das freut uns eigentlich. Denn davon lebt ja auch irgendwie das Legoland ein wenig, dass hier einfach ja, reger Betrieb ist. Stunts, wir versuchen uns jetzt hier ein wenig vorbeizuschummeln. Ich habe das Set schon vermisst, aber hier haben sie es hingetan. Das neue Sanctum Sanctorum. Ein wunderbares, eigentlich Modular Building. 250 auf dem Preisschild, aber wir haben gehört, dass das Set ja auch bei anderen Händlern mittlerweile sogar schon verfügbar ist und das um weniger als das. Jetzt glaube ich, wird es sich nicht mal auszahlen, hier einen Gutschein zu setzen, den wir, weil wir jetzt unsere Jahreskarte verlängert haben, eigentlich sogar noch hätten. Aber ich glaube, es zahlt sich nicht mal aus, hier 25% Gutscheine zu verwenden, denn das Set wird sicher anderswo noch ein wenig günstiger sein. Ja, hier noch ein kurzer Blick zu Ninjago und Monkey Kid, Jurassic Park. Moment. Aber ansonsten hier eigentlich nicht viel Neues. Ich suche Rita mal. Hier habe ich noch ein paar Neuigkeiten gefunden und zwar meine ich damit nicht diesen Zug hier, den es ja schon länger gibt, aber sie haben hier auch diese Postkarten, wobei ich möchte wissen, was die Post dazu sagt, wenn man die als Postkarten verschickt, aus Paris, London, andere haben sie, Peking haben sie hier noch und was es auch gibt, was wir glaube ich auch nehmen werden, 33 € ist zwar jetzt kein Schnäppchen, aber es gibt auch diesen Lego Store, da haben wir gehört, dass es den normalerweise nur gab, wenn irgendwo ein Store eröffnet wurde und der sieht einfach mega nice aus, finde ich. Ein bisschen anderes Design, als wir gewohnt sind. Ich glaube, den werden wir mitnehmen. Ob ich Rita nicht sogar schon mit einem herumgehen sehen habe. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe Rita in der Star Wars Abteilung gefunden. Oh nein, sie kommt jetzt mit was daher, da was nicht Star Wars ist. Habe ich schon gefilmt. So cool. Nein, Star Wars haben wir noch nicht hergezeigt. Es gibt diese Justifier, 170 €, wirklich, glaube ich, ganz ein cooles Schiff, auch mit den Figuren, weil hier ja wieder mal Bane dabei ist. Dann haben wir hier neu ein Set, was mir auch eigentlich ganz gut gefällt, aus dem neuen Kenobi Fernsehhit, dieses Kenobi vs. Darth Vader Modell, wo mir dieser Roboter hier ganz gut gefällt. Und ansonsten gibt es noch dieses Inquisitor Shuttle, man kennt es genauso wie BD1.
Das war jetzt mehr als ein Spontankauf. Ich habe am Anfang geglaubt, wir kaufen nur diese Halloween-Tasche für Tim. Rausgekommen sind wir mehrere 100 Euro leichter. Wir haben es aber aufgeteilt. Wir haben es aber 50-50 gemacht, wie sich das heutzutage gehört. Und ja, haben die Einkäufe an der Info hinterlegt, weil sonst könnten wir jetzt nicht so entspannt filmen. Nein. Wir schwenken kurz mal. Es ist heute sehr voll im Legoland. Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr schon mal so viel Betrieb hatten. Und nächster Stopp ist Fabrik, oder? Erstens mal, ich hoffe, es hat euch der Sneak Peek auf den Ninjago-Wagen gefallen. Denn den habe ich euch ja kurz gezeigt, aber die Musik war einfach so laut. Und es gibt jetzt einige von diesen Refresh and Fill Refill-Stationen, wo man sich einen Becher kaufen kann und dann quasi immer mit Cola wieder nachfüllen kann. Wir sind nicht so die wahnsinnigen Cola-Fans. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde, den ganzen Tag mir das reinzuschütten, aber wenn man ein Fan ist. Ja, speziell, wo es heute doch an die 30 Grad hat. Ja. Wir bleiben da lieber bei Wasser, auch wenn Tim und Ritas Mutter unsere Wasserflasche mitgenommen haben und wir überhaupt nichts zu trinken haben. Wir wollten auch zuerst in das Minifigurenatelier gehen. Keine Chance, dort kommt man nicht mal rein. Und auch in der Fabrik sieht es relativ voll aus, aber wir schauen jetzt mal für euch kurz hinein. Zuerst mal ein kurzer Blick in die Vitrine, wo wir gleich mit dem Wichtigsten beginnen. Schienen und Bluetooth-Motoren, Steuergeräte und aber auch Motoren. Dann Technik, alles Mögliche, da sind wir keine großen Experten. Es gibt Fahrräder, auch der Home-Trainer, Mountainbike, Rollstuhl, alles da, auch Stud-Shooter. Und hier hat sich was getan. Erstens mal das Katze-Maus-Set. Bin ich mir nicht sicher, ob es das schon gegeben hat. Das Friends Tier Set 5 kommt mir auch nicht so bekannt vor, muss ich sagen. Beziehungsweise Friends Tier Set 4 mit den Babykatzen und den Katzen. Und wenn du dann weiter schwenkst, lauter Friends Sets. Aber die sehen echt süß aus. Eulen mit offenen und geschlossenen Flügeln. Definitiv auch neu als Set, auf jeden Fall. Ja, dann können wir auch wärmstens empfehlen, diese Eichkätzchen hier mit den runden, bedruckten Steinen. Die sind ja auch süß. Da ist so das Schild umgefallen. Weiter. Diese verschiedenen Hunde. Und das ist das die sind ja super 5. süß. Ja, genau. Für 3 Euro, glaube ich. Vögelchen und dann, also da werden viele eine große Freude dabei haben. Es gibt Babytiere, Hühnchen, Babyschwein, Babyziege und Kalb, wenn ich das richtig sehe. Die kosten 5 Euro für 4, das ist eigentlich vollkommen in Ordnung. Die Hunde sind ja so süß. Schildkröten. Neu sind, glaube ich, auch die Felsen hier mit den Kristallen innen drinnen. Das Baby-Krokodil hast du ganz überschwenkt, weil du hier nicht weitergefilmt hast. Ja, vollkommen richtig. Großkatzenbabys. Babykrokodil, Katzenbabys, dann Waschbär und Eule, auch sehr süß. Und natürlich die Lamas. Ja, die haben wir schon. Und die Hasen. Also der zweite Hase, ich weiß nicht, der kommt mir nicht bekannt vor. Ob wir den schon haben, ich glaube es nicht. Auch lustig, der Schafspelz. Habe ich mich zuerst nicht ausgekannt, was das sein soll, aber es ist ein Schafspelz. Ja. Und Schlangen, die hat es aber schon gegeben. Ja. Dann haben wir hier passend für Halloween schon Skelette und Kürbisse. Noch immer erhältlich das Rentier und das Babyset, was mich wundert, weil Rita da so viele gekauft hat. Auch Santa ist noch am Start, genauso aber ich wie habe seine doch nicht alles Kuchenmänner. Und hier unten die großen Elefanten in Friends und in City Optik. Und ganz unten unsere Lieblingsblumen. Ja, die sind jetzt neu verpackt, die kauft man jetzt hier in dieser Vitrine, hell und dunkel. Und da gibt es fixfertig vorgefertigte, glaube ich, Taschen mit 45 Stück drinnen. Das sind dann 50 Gramm um 4,99 Euro. Der Grund, haben wir gehört, war, dass die Leute hier in der Fabrik diese Rahmen rausgedrückt haben, der ja eigentlich Müll ist, und dann die ganze Fabrik ja, damit eigentlich verschmutzt haben. Und natürlich auch weniger Gewicht hatten. Was etwas unfair ist. Ansonsten ist es hier mega voll heute. Wir sehen auf jeden Fall eine ganze Wand mit Minecraft-Sets, die nicht so interessant ist, weil wir ja auf der Jagd nach Einzelteilen sind. Hier diese linke Wand, wo Rita jetzt gerade vorbeigeht, ist sowieso jetzt nicht der absolute Burner, weil dort die Bricks sind, die normalen Steine, die aber hier bei 9,99 für 100 Gramm sowieso nicht besonders attraktiv sind im Preis. Also die bekommt ihr auf jeden Fall auf Bricklink oder sonst wo günstiger. Aber es ist viel los, denn es wird viel nachgefüllt. Ja, Wahnsinn. Also so viel war im Jahr 2020
2022 überhaupt noch nie los und kommt hier kaum mehr durch. Nein. Vielleicht können wir uns hier ein wenig vorbeischwindeln. Schauen wir mal zu den Steinen, die uns am ehesten interessieren und vielleicht auch euch die bedruckten Teile. Sorry für all jene, die Technikteile mögen. Ja. Und Rita, wir folgen Ihnen unauffällig und lauschen Ihren weisen Worten. Meine weisen Worte. Vielleicht entdecken wir irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben. Aber da ist doch viel Altbekanntes dabei, muss ich sagen. Von den ganzen transparenten Steinen. Auch die hat es letztens schon gegeben. Aber was es wieder gibt, Leute, das ist vielleicht interessant. Es gibt jetzt die Rutschröhren. Wasserrutschen in Rosarot und auch in Blau. Ist das die offizielle Ankündigung einer zweiten Wasserrutsche? Ich bin mir nicht sicher, Leute. Nach der blauen, ja. Ob Christoph so rosa mag. Also teilweise sehen die Container auch schon so aus. Keine Ahnung, was da mal drin war. Da sind lauter unterschiedliche Teile drin. So, und jetzt vorbei an Technik hin zu den Blumen und Blättern, die ihr auch immer wieder nachfragt bei uns. Sieht eigentlich ganz gut aus. Von denen, glaube ich, werden wir ein paar nehmen, diese dreiblättrigen. Dann gibt es dieselben auch heute in Lime Green, was sehr interessant ist. Blätter in groß und klein zuhauf verfügbar, wobei ich keine grünen Blätter mehr in groß sehe und auch keine Büsche mehr. Kann allerdings sein, dass ich mich hier verschaue. Die braunen sind auf jeden Fall cool, auch für einen Herbstlook. Schauen wir mal zu Rita. Ja, sie ist jetzt bei den bedruckten Teilen, die sind ja immer unsere Highlights hier. Die haben wir, glaube ich, noch nicht gesehen, soweit ich weiß. 4. Auch die hier sind, glaube ich, ganz interessant. Ja, Holzoptik hier am Start. Dann haben wir wieder die Cookies. Auch Tastaturen. Stimmt. Hier hat schon jemand was gebaut, seht euch mal das an. Wir haben wieder die Pizzen. Kann man nie genug haben. Pizza ohne Karton, ja, sehr schön. Dann die Waben bzw. Landkarten, die kennen wir auch schon. Hier gibt es noch viele Donuts, die kleinen, denn wir haben ja auch die großen gekauft. Auch nicht immer gegeben. Und das ist ja mega, schaut euch das an. So süß. Könnte fast schon von Tim sein. Ja, das Die kann man doch Zeichnung. immer brauchen. Die Karten haben wir uns letztes Mal auch schon mitgenommen, die sind von den Friends Sets. Und Bienen. Oh, für diese Bienen wollte ich mir mal das Minecraft-Set extra kaufen. Die sind der absolute Hammer. Und Rita hat auch noch ein Highlight für euch rausgezogen. Und zwar diese Missing Katze-Fliese. Genau. Die es aber, glaube ich, bei irgendeinem City-Set schon mal gegeben hat. Und dort aber, glaube ich, als Aufkleber, wo auch eines dieser Zettelchen schon runtergerissen wurde. Und eine Zeitung mit The Good News. Ja, das die kennen klassische wir. Zeitung, Ja. die kennen wir. Ja, ansonsten wollte ich heute ein paar, einmal 2 Fliesen in Dunkelgrau kaufen. Es sieht so aus, als wären das die letzten. Das sieht nicht besonders gut aus. Aber ist auch klar, wenn hier so viel gekauft wird, Dachteile natürlich am Start, wie könnte es anders sein? Schauen wir hier noch zu den anderen Baumteilen bzw. zu den Tieren, wenn wir hier mal vorbei können. Also alle möglichen Stängel, wobei das diese neue Variante ist, wo man unten irgendwas braucht, wo man die reinstecken kann. Auch Baumstämme 2x2. 1x1er haben wir nicht gesehen. Oh, für Rita könnte sein, dass das für sie interessant ist. Ein Marienkäfer-Teil und ja, die Tiere. Ja. Und es gibt die Kühe. So cool. Ich glaube, die kosten 8 €, wenn ich mich nicht verschaut habe. Was nicht gerade günstig ist, ich schaue schnell mit dir mit zu den Tieren. Oh, ja. Und Schafe gibt es hier auch. Wir haben gesehen, Schafspelz extra erhältlich, das Schaf hier, für 2,99 Ja, €. Adler wie immer ausverkauft. Ich weiß nicht, ob es den jemals gegeben Zebra. hat. Und das Zebra, das wir schon mal von dem Friends Set haben wollten, können wir uns jetzt hier auch, wenn wir wollen, kaufen um 3 € pro Stück.
Aber das war noch gar nicht alles in Bezug auf Tiere. Ja, hier sind noch die Pferde, die Sattel und auch die Krokodile, die großen. Einmal Krokodil in groß und Pferde passen zum Beispiel zu einer Ritterburg. Und die Rochen. Auch der Rochen aus dem, glaube ich, schon mittlerweile vom marktgegangenen Unterwasser-Themengebiet. Dann gibt es hier auch, wenn ihr Zugfans seid, Schienen, gerade und Kurven. 6 Schienen kosten hier 10,99 und 6 Flextracks 6,99, also nicht besonders günstig, aber ja, wenn ihr schon mal hier seid, dann schlagt bitte zu. Und das ist auch insgesamt unser Tipp, wenn ihr schon die weite Anreise ins Legoland wagt, dann tut euch was Gutes, kauft euch die Steine, die ihr haben wollt. Denn nicht, dass ihr dann nach Hause fahrt und euch denkt, es ist besser, ich kaufe mir die Steine auf Bricklink und im Endeffekt kauft ihr die dann wieder nicht. Also, hier am Boden liegt ein Baumstammteil. Ja. Das heißt, das ist ein Hinweis, dass es die auch eigentlich irgendwo hier geben muss. Ja, die habe ich schon gesehen, die sind hinter uns. Ah, okay. Ja. Die sind Ich hinter dachte, uns. ich bin Was defekt gibt's hier noch? Schauen wir mal, also Baumstammteil. Dann, oh, das haben wir noch gar nicht gesehen, ein Cheese Slope mit Käseaufdruck, auch sehr, sehr cool. Und das ist wahrscheinlich der Marienkäfer, oder? Ja, einmal Marienkäfer, ja. Also hier liegt heute schon einiges rum. Da hat wer gute Teile von. Hier liegt schon einiges rum und das wird bis zum Abend wahrscheinlich noch mehr werden. Es ist auch extrem heiß hier drin. Ja. Ich möchte jetzt noch dort nach hinten schauen, wo diese ganzen Stützen und ja, Supports sind. Hier Zäune in allen möglichen Varianten, Palmenblätter, die kennt ihr wahrscheinlich schon. Wir schummeln uns hier jetzt noch durch und filmen noch die Burps und Lurps, wie sie nicht alle heißen, die es hier gibt. Und hier am Kopf dieses Regals haben wir noch Teile, die ich auch immer sehr gerne einkaufe. Diverse Stützen. Ja, ich bin fertig. Ich auch. Im zentralen Bereich, wo diese coolen Imagination-Dinos sind, ist es heute ein wenig ruhiger, aber auch nur hier auf dem Weg, denn in der Arena ist endlich wieder was los. Ich muss direkt nachher mal nachschauen, was das ist. Da ist irgendein Zirkus oder irgendeine Theatervorstellung. Rita ist natürlich wieder beim Kaffee bestellen. Ich glaube, es gibt Eiskaffee, weil es doch ziemlich warm geworden ist als Belohnung. Wir haben natürlich auch in der Fabrik wieder ein paar Teile eingekauft. Zeigen wir euch dann natürlich auch, was wir uns da geholt haben. Hier seht ihr Rita. Sie steht vorne und bestellt ganz professionell. Ich werde jetzt mal Ritas Mutter und Tim holen, denn die haben sich irgendwo verirrt und wollen aber auch Eiskaffee. Also werden wir dann mal schauen, wo die sind, und wir sehen uns dann hoffentlich beim Kaffee wieder. So, Rita läuft heute wie von der Tarantel gestochen herum. Sie ist mir schon wieder entwischt, aber ich habe sie gerade gefunden. Wir sind hinten beim Duplo Village, wo heute natürlich die Kinder bei ungefähr 30 Grad hier ins kühle Nass springen, mehr oder weniger. Und wir wollten euch, falls ihr mit euren Kindern unterwegs seid, auch das Hip Baby Service nicht vorenthalten, was jetzt hier, ich denke mal, neu aufgebaut wurde. Also das heißt, ihr müsst einmal durch das Duplo-Land durch und dort schauen wir mal rein. Die Rita, glaube ich, löst hier diesen Gutschein ein und sieht sich das Sortiment an. Und ich habe mir gedacht, ich filme kurz hier rein, damit ihr seht, was es hier gibt. Oh, sehr nett. Jede Menge Hip-Gläschen für eure Kleinen. Dann auch ein schöner Wickelraum. Plätzchen zum Essen. Das ist aber sehr nett. Draußen ist es zum Teil heute sehr laut. Da ist das hier ideal. Dann gibt es hier auch noch eine Stillecke. Spielzeug und so eine Station, wo man Fläschchen wärmen kann und eine Mikrowelle. Wirklich top.
Was für ein Tag. Wir waren jetzt mit Tim noch ein wenig im Duplo Village. Dort haben wir aber nicht gefilmt, So aus cool. Datenschutzgründen der Kinder wegen. War auf jeden Fall total lustig. Ich bin mehrere Male mit ihm auf der kleinen Eisenbahn gefahren, Rita auch. Und ja, für die Kinder ist das hier, obwohl es eigentlich nur ein Spielplatz ist, auf dem Wasser rumgespritzt wird, mega. Ja. Wir sind, wie ihr seht, jetzt schon in Richtung Ausgang unterwegs. Es ist schon nach 18 Uhr. Wir begeben uns jetzt mal langsam aber sicher in Richtung des Campingplatzes. Und was soll man sagen? Ist es besser oder gibt es einen besseren Abschluss als so einen wunderbar sonnigen Abschluss? Ja, normalerweise wären wir jetzt schon in Richtung Autobahn unterwegs. Jetzt Und brauchen nämlich wir nur dort hinten gehen. In einem super heißen Auto. Ich hoffe natürlich, dass das Wohnmobil nicht so heiß ist, aber Wir melden uns kein sonst Problem. sofort mal. Wenn Rita nicht schlafen kann, weil es drinnen 40 Grad hat, das kann dann natürlich filme ich sein. noch. Ansonsten soll es das gewesen sein Ja. von unserem ersten Tag hier, oder eigentlich nur halben Tag, weil wir heute erst angekommen sind. Wir werden uns noch mal melden, wenn es was Interessantes gibt. Ansonsten schaltet gerne wieder ein beim zweiten Teil unseres Vlogs hier vom Legoland-Urlaub. Ich glaube, morgen machen wir mal eine kleine Runde am Campingplatz und im Feriendorf. Auch vielleicht schauen wir ein bisschen in die Hotels rein. Wir werden dort noch essen gehen und. Wir Ich haben möchte das Ninjago Hotel erst mal genauer anschauen. Und ich habe gehört, es gibt ja was zum Golfspielen und einen Hochseilgarten. Also so viel zum Entdecken, vielleicht noch was anderes. ja. Wir machen uns auf die Suche. Und wir haben auch heute bei weitem nicht das ganze Legoland unsicher gemacht. Wir haben ein bisschen eingekauft, da und dort sind wir gewesen, aber es gibt noch Bereiche, die noch von uns erkundet werden wollen. Also schaltet gern wieder ein, wenn ihr Interesse habt. Würde uns auf jeden Fall freuen. Oh ja, also macht's gut. Ich hoffe, bei euch ist auch so sonnig. Baut ein bisschen Lego und dann sehen wir uns ja morgen wieder. Tschüss! Jetzt haben wir gerade noch gescherzt, dass es vielleicht heiß wird. Ich glaube, das Wohnmobil ist den ganzen Tag in der Sonne gestanden und es hat angenehme 40 plus Grad in unserem Wohnmobil, das bitte keine Aircondition drinnen hat. Hey!